Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Das war ein etwas längeres Intro. Ein Outro gibt später auch noch. Das Resultat der Schnitzarbeit ist sozusagen ein Multitool für die Küche. Pfannenwender und Kochgöffel in einem. Vorne ein Schaber und Wender. Links und rechts bzw. oben und unten eine Laffe zum Probieren von Soßen und Suppen etc. Und hier hinten ist noch so eine Art Gabel, wenn man auf die Schnelle mal was aufspießen möchte. Ja, ist vielleicht ein bisschen klein, aber für die Pfanne reicht es allemal. Ein tieferer Topf hat dann ein Problem. Ist aber auch egal, darum soll es gar nicht gehen. Es geht um dieses Messer. Udo vom YouTube-Kanal Richard Jochermann Knives hat mir dieses Messer nach meinen Vorstellungen gefertigt. Hier geht ein ganz, ganz großer Dank raus an Udo. Ja, vielen Dank, Udo. Es gibt zu diesem Messer übrigens eine lange Vorgeschichte. Im Hintergrund lasse ich mal ein paar Videosequenzen durchlaufen und erzähle so ein bisschen. Ja, es war alles ein wenig chaotisch. Das Video zum Messer wollte ich schon viel früher veröffentlichen. Zeit ist bei mir leider wirklich zur Mangelware geworden. Ich denke, das kennen wir alle irgendwie. Das Intro und auch die Szenen, die jetzt gerade laufen, wurden beispielsweise Ende Mai, Anfang Juni 2023 gedreht. Aber die ganze Sache geht noch viel, viel weiter zurück, und zwar bis Dezember 2021. Da hatten Udo und ich bezüglich eines anderen Messers Kontakt. Es ging um einen Puko. Ich habe Udo ein, zwei Entwürfe zukommen lassen, damit war ich überhaupt nicht zufrieden. Ja, dann habe ich das Ganze wieder sein lassen. Danach hat mir die Zeit und auch die Muse gefehlt. Dann kamen noch private Probleme dazu, die haben mich auch aus der Bahn geworfen. Und erst im Januar 2023 kam dann ein neuer Anlauf. Udo und ich haben uns dann per E-Mail und WhatsApp über den Entwurf samt der Details ausgetauscht. Udo ließ mir immer wieder Bilder und kurze Videos zukommen. Ich durfte mir Griffmaterial, Schrauben und so weiter aussuchen. Also das war ein ganz toller Austausch auf Augenhöhe. Hat wirklich Spaß gemacht. Und Anfang Mai 2023 ist das Messer dann bei mir eingetrudelt. Und Udo hat das Design nahezu 1:1 getroffen. Hier ist die originale Zeichnung. Der Griff ist vielleicht hier ein bisschen höher und ein bisschen voluminöser. Der Rest stimmt überein. Klingenlänge steht hier 76 mm. Effektive Schneide sind dann immer noch 74 mm. Klingenbreite gerade mal 2,5 mm. Vollflachschliff und 0,3 mm hinter der Schneidphase. Und wenn man sich hier mal den Anschliff anschaut, der ist absolut perfekt. Also die Phase ist extrem sauber gearbeitet. Genial gemacht von Udo. Stahl ist hier der pulvermetallurgische RBL 34. Rostträge, extrem verschleißfest, hält also gut die Kante. Mittlerweile habe ich wirklich sehr viel damit geschnitzt und geschnitten und musste noch nicht nachschärfen. In diesem Fall haben wir hier 60 bis 62 HRC, also das ist auch eine Ansage. Grifflänge liegt hier bei 90 mm. Die hohe Klinge übernimmt hier gleichzeitig die Funktion des Guards. Für mich ist das eigentlich die eleganteste Lösung, wenn man einen Guard möchte. Hier haben wir so eine ganz leichte Bogenform, das macht den Griff ein bisschen länger. Bis Handschuhgröße 10 ist das hier noch ein Vierfingergriff. Griffvolumen in diesem bauchigen Bereich sind 70 mm. Die Handlage ist wirklich sehr gut und durch diese Ergonomie kann man lange ermüdungsfrei arbeiten. Am Griffende ist hier ein verdecktes oder verstecktes Lanyard Hole. Ja, die Lösung bevorzuge ich bei meinen Designs. Einfach wirklich ein schönes Messer. Wie man hier sehen kann, habe ich die verschraubten Griffschalen aus Ebenholz inzwischen leicht abgeändert. Im vorderen Bereich war da deutlich mehr Material. Ja, mir gefällt das so besser. Ist auch ein bisschen näher am ursprünglichen Entwurf. Und ein großer Dank an Udo. Er hat mir hier gleich noch Wechselgriffschalen beigelegt. Die sind aus schwarzem Jeans-Micarta. Die hat Udo auch selbst gemacht. Also wirklich eine ganz, ganz tolle Sache. Das heißt, ich kann hier nach Lust und Laune zwischen Ebenholz und dem schwarzen Micarta wechseln. Geht aber noch weiter. Hier ein kleines Schächtelchen. Hier steht drauf Leder für Lanyardknüpfen. Habe ich noch nicht gemacht. Ehrlich gesagt ist Lanyardknüpfen auch nicht meine Stärke. Das kann man hier vielleicht erkennen. Aber ja, trotzdem eine ganz, ganz tolle Sache. Hier innen ein kleines Briefchen. Das war in den Griffschalen versteckt. Hallo Jochen, hoffe es gefällt. Liebe Grüße, Udo. Das kann ich auch direkt beantworten. Gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Ganz tolles Messer. Hier, wie erwähnt, das Lederbändchen und dann noch Ersatzmuttern und Ersatzschrauben. Ja, das sind hier Innensechskantschrauben, also mal was anderes. Dann noch Thema Messerscheide. Das war die Messerscheide, die im Video zu sehen war. Die ist natürlich viel zu groß, das war wirklich nur behelfsmäßig. Dann habe ich mir eine sehr ähnliche Messerscheide hergenommen. Da war auch noch so ein Druckknopf dran. Ja, das habe ich mir dann alles zurechtgeschnitten.
hier noch ein bisschen die Kanten nachgearbeitet. Dann habe ich die Messerscheide in warmes Wasser eingelegt und an die Griffkontur angepasst und die klingt jetzt auch schön hart. Also das ist richtig fest und so hält das Messer jetzt wirklich auch gut in der Messerscheide. Also hier kann gar nichts passieren. Das ist hier bestimmt immer noch nicht ganz ideal. Ist vielleicht immer noch ein bisschen groß, aber für den Anfang reicht mir das auf jeden Fall so. Hier noch ein paar kleine feststehende Messer zum Vergleich. Die liegen alle in etwa im gleichen Größenbereich. Ich habe das nach Preisen gestaffelt. Ganz oben das Real Steel Receptor. Ein schönes kleines Messer. Etwas bulliger insgesamt im Aufbau. Längerer Griff. Dafür eine etwas kürzere Klinge. Ja, tolles Ding. Oder hier das SK09 von GE Made Knives. Sven Kinas Design. Ganz tolle Ergonomie für so ein kleines Messer. Klinge und Griff sind hier in etwa jeweils 5 mm kürzer. Ganz toll überlegtes Design. Als nächstes das Manga Pronto Heidi Blacksmith Design. Hier ist die Größe wirklich nahezu identisch und ja, der Griff ist auch ein bisschen ähnlich. Also auch ein tolles Messer, balliger Anschliff, richtig gut verarbeitet, alles abgerundet. Mir gefallen einfach so hohe Klingen, wie man hier sehen kann. Zum Schluss noch das Böker AK1 Alex Kremer Design. Auch das ist ziemlich gleich von der Größe. Ja, und das ist auch das einzige Messer, das leichter ist. Das hat um die 60 Gramm und dieses hier hat etwa 64 Gramm. Ja, wirklich, ich kann mich nur bedanken, Udo. Also wirklich, ist dir wirklich sehr gut gelungen. Sehr schön gearbeitet. Ganz toll, das Messer habe ich wirklich gern dabei. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr von diesem Design haltet. Das ist jetzt das zweite Messer, das nach meinen Vorstellungen gefertigt wurde. Zum ersten Messer komme ich auch noch irgendwann mal, also da kommt irgendwann ein Video, da ist die Entstehungsgeschichte nochmal deutlich komplexer und komplizierter. Deshalb dauert das alles noch so ein bisschen. Ja, ein paar Designs habe ich noch in der Schublade. Vielleicht lasse ich zum Spaß mal meinen allerersten Entwurf fertigen. Ja, das wäre innovativ und peinlich gleichzeitig, aber ja, vielleicht erlaube ich mir mal den Spaß. Gut, das war's dann. Ein großer Dank nochmal an Udo. Bitte schaut auf seinem Kanal vorbei, seht euch seine Videos an und hinterlasst ihm ein Abo. Er hat es wirklich verdient. Ein absolut sympathischer, freundlicher und empathischer Mensch und dazu noch ein sehr talentierter Hobbymessermacher. Den Kanal verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Gut, jetzt kommt dann noch ein kleines Outro. Dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit, wünsche euch alles Gute, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal.